Also dieser Unternehmensfilm, der sollte einen Beitrag dazu leisten, mal zurückzublicken, mal zu gucken, wo kommen wir her, was ist die DNA von Theben. Die Vergangenheit verstehen, um dann auch letztendlich hier die Zukunft mitzugestalten. Cinecar hat Deutschland, sage ich mal, abgegrast und geguckt, ob es irgendwo einen geeigneten Schützengraben gibt. Der Rolf hat mich dann angesprochen und gemeint, ja, es ist schwierig und ob wir nicht irgendwo ein geeignetes Gelände hätten. Also als das Konzept dann so stand und das Thema Schützengraben doch eine sehr wichtige und entscheidende Rolle in dem Film haben sollte, mir fiel dann das Schlossfeld ein. Ich meine, dort haben wir entsprechend größere Flächen und dachte, ja, lass uns doch mal versuchen, ob wir dort nicht einen Schützengraben abstecken können. Letztendlich ein Boden, der dort aufgeschüttet wurde, der kommt aus dem Mardertal in Haigerloch, das ist das Industriegebiet, und dort wurde vor 20 Jahren eben unsere aktuelle und neue Fertigung gebaut. Und dieser Aushub aus der Fertigung, der ist auf dem Schlossfeld gelandet, war jetzt hier 20 Jahre festgewachsen und wir haben ihn jetzt ein Stück weit wieder aufgerissen und haben dort eben diesen doch dann etwas größeren als ursprünglich geplant Schützengraben ausgehoben. Und Meisterleistung des Baggerfahrers hat auch der Unternehmer selbst gemacht, hat er sich nicht nehmen lassen, also einen Schützengraben zu baggern. Aber auch das ganze Team drumherum und die Details, ja, auch die Verkleidung des Schützengrabens, dann letztendlich war es schon ein beeindruckendes Set. Die Feuerwehr, die dann auch für den Regen gesorgt hat. Für das 100-jährige Bestehen von Theben ging es uns vor allem daran, den Fokus auf die Menschen zu legen, so die Köpfe hinter so einem Unternehmen und die Zweifel, die Ängste, die Niederlagen einzufangen. So private, intime Momente, die letztendlich dazu geführt haben, dass dann nach 100 Jahren so ein Unternehmen dasteht wie Theben. Und bitte! Bisschen nass. Aber einer geht noch. Auch wenn ich mit jedem weiteren Tag merke, dass ich nicht gemacht bin fürs Zerstören. Das ist natürlich eine sehr dramatische Szene, die auch so ein bisschen unter die Haut geht. Also letztendlich war für meinen Urgroßvater der Erste Weltkrieg wahrscheinlich mitentscheidend und mitprägend, dass er diesen Entschluss gefasst hat, das Unternehmen zu gründen. Er war da überhaupt nicht überzeugt und er war da eher sehr dagegen und das ist ja auch überliefert. Das Zerstören war ihm zuwider und ich denke, er hat da auch beschlossen, dass wenn er dort lebend rauskommt, dann wird er was Eigenes machen. Als der Paul Schwenk dann aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause kam und dieser Entschluss feststand, sich selbstständig machen, mit seinem ersten Patent auch was draus zu machen und gemeinsam mit seiner Frau dann die Firma gegründet hat und in der Hinterhofwerkstatt seines Schwiegervaters starten durfte und quasi diesen Silicon Valley-Moment erleben durfte. Das war sicherlich auch ein sehr, sehr entscheidender Moment. Und dann in den ersten Jahren natürlich auch mit allem, was in dieser Zeit dann auch schwierig war. Ja, es war die Nachkriegszeit, es war dann Weltwirtschaftskrise, Hyperinflation. Alles, was da eben natürlich auch das nicht einfach gemacht hat. Und bitte! Extra Platz! Extra Platz! Trotzdem ist es gelungen, dann auch erste Erfolge zu feiern, auch größere Erfolge zu feiern, sich auch dann leisten zu können, innerhalb Stuttgarts ein richtig schickes Fabrikgebäude zu kaufen und dort dann das Unternehmen, sagen wir, zu neuer Größe entwickelt. Erste große Kunden, Großhandel, Elektrizitätswerke, all das kam dann dazu. Und dann kam eben die schwierige Phase des Zweiten Weltkriegs bzw. des Dritten Reichs und da musste er dann wieder umdenken. Also sein erstes Patent, das war dann dieser Treppenlichtzeitschalter, eigentlich mit einer Ausschaltvorwarnung auch. Ja, also dass zuverlässig zum einen das Licht im Treppenhaus geschaltet, aber dann auch wieder abgeschalten wird und das Ganze natürlich möglichst noch mit einer Vorwarnung, Achtung, gleich geht's Licht aus. Das war schon ein sehr
intelligentes Produkt für damalige Verhältnisse. Wir drehen den Film auf Anamorphoten. Das sind sehr schöne Objektive, die ich mir auch speziell gewünscht habe für den Film. Nicht nur, weil sie aus der Zeit kommen, in der wir uns teilweise aufhalten, in den 70ern, sondern weil sie einfach sofort so einen Kino-Look mitbringen, so einen Kino-Flair versprühen. Paul Eberhard Schwenk, mein Großvater, zweite Generation bei Theben, war eine unglaublich starke Persönlichkeit. Er hat das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut, zusammen mit seiner Schwester Ellen Schwenk damals wieder groß gemacht und die entscheidenden Impulse sicherlich gesetzt auch, die richtigen Leute eingestellt, technologisch und auch im Vertrieb dann die entscheidenden Akzente gesetzt. Das Unternehmen einfach dazu gemacht, was es heute auch ist, ja, ein internationales Technologieunternehmen. Realize the benefits. Please. Ich bin Hotelgast im Jahr 1970. Ich bin auch Hotelgast, 70er Jahre, Paris, Hotel, mehr weiß ich noch nicht. Und ich freue mich sehr drüber, weil ich habe da gar keine Erfahrung, aber es ist sehr interessant mal zu sehen, wie sowas entsteht und auch der Einblick hinter die Kulisse zu bekommen. Ja, die Steffi hat mir letzte Woche eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht bereit wäre, Komparse bei unserem Unternehmensfilm zu machen, und natürlich bin ich dabei. Das ist so authentisch, wir fühlen uns echt alle wie in den 70ern, auch wenn ein paar noch gar nicht geboren waren und ein paar vielleicht gerade in der Krabbelgruppe. Total cool. This magic. Im Film, als es darum ging, was ist denn jetzt so das repräsentative Produkt für die 70er Jahre, und dann kam eben natürlich der Timer ins Spiel. Der Timer ist die Ikone, ja, die bis heute lebt, und als wir dann gesagt haben, der Timer soll eine wichtige Rolle spielen, dann kam die Idee, lass uns doch einen Werbespot machen. Das ist dann über Nacht letztendlich passiert, während der Dreharbeiten, war aber nur fiktiv, sodass der dann auch letztendlich am nächsten Tag den Kunden tatsächlich gezeigt werden konnte. Tolle Sache. Also die 70er Jahre waren schon eine sehr entscheidende Phase auch. Ja. Es war vor allem das Thema Internationalisierung. Man hat Theben France 1971 gegründet, dieses Jahr 50 Jahre alt. Die Geräte wurden kompakter, sie wurden intelligenter. Insofern eine ganz, ganz wichtige Phase für Theben und auch eine sehr erfolgreiche Phase für Theben. Also das Schloss war für den Paul Eberhard, glaube ich, schon dann das i-Tüpfelchen auf seiner Karriere. Das Schloss hat er vorgefunden als Gestaltungsmaterial, wie er es genannt hat, sich dort nicht selbst verwirklicht, mit 50 Jahren nochmal ein neues Kapitel aufgeschlagen, und er hat das Schloss eben als Ort für Kommunikation, für Kultur, für Kreativität genutzt, für sich selbst, für Theben, aber auch für die Region, und hier einen ganz wahnsinnig tollen Ort geschaffen. Also das Leiden, was man beim Unternehmertum auch immer da nahelegt, man darf das natürlich nicht zu negativ sehen. Leiden heißt immer auch natürlich mal zweifeln und auch mal verzweifeln. Aber letztendlich ist es ein Lernen und ein Lernprozess, und aus diesem Lernprozess dann auch immer wieder Neues zu gestalten und Kraft zu schöpfen. Darum geht es eigentlich. Die 3 Paul Schwenks, die stehen eigentlich stellvertretend für alle Mitarbeiter bei Theben und repräsentieren dann auch deren Funktion, sei es Vertrieb oder Produktion oder Entwicklung, ganz egal. Und letztendlich die 3 Paul Schwenks sollen das dann als Bild eben auch wiedergeben.
Als Unternehmer lebt man natürlich in zwei Welten. Man lebt im Hier und Heute und hat immer mit dem Tagesgeschäft auch zu tun, zu kämpfen. Aber man muss natürlich auch im Morgen leben. Man muss versuchen zu antizipieren, wo geht das hin, technologisch, gesellschaftlich, und das dann auch vorzugeben. Es geht darum, Technologie aufzuspüren, das Morgen zu verstehen, auch mutig zu sein, auch etwas zu wagen, sich eben zu trauen, Unternehmen auch eine neue Richtung zu geben, Veränderungen zuzulassen, den Change dann auch zu leben, ja, und als Chance zu begreifen. Theben ist ein modernes, erfolgreiches Familienunternehmen. Theben möchte die Gebäude und die Energieinfrastruktur komfortabler, sicherer und auch grüner machen, damit nachfolgende Generationen auch noch ein sinnvolles Leben führen können.